Und unser Meteorologe Alexander Hildebrand hat sich natürlich noch mal näher damit beschäftigt, vor allem mit der Situation hier bei uns in Deutschland, bei der Hallo Marie. Elbe etwa. Alex, wie schaut es denn da aus mit den Pegelständen? Also die Pegelstände auf der deutschen Seite der Elbe steigen weiter. Also das Wasser hat sich ja im Oberlauf der Elbe doch ziemlich ausgebreitet, hat sich dort seine Fläche gesucht, aber kommt jetzt doch mit einer ziemlich großen Hochwasserwelle auch nach auf die deutsche Seite. Und hier ist das Bett der Elbe also vollständig gefüllt und die Hochwasserlage wird sich trotzdem noch etwas weiter verschärfen, weil zu dem Wasserstand, der jetzt da ist, hier dieser große See, ist die Elbe. Dazu werden noch mal ein paar Zentimeter, ungefähr ein halber Meter noch mal hinzukommen. Also Sie sehen hier direkt in Dresden, wie die Elbe das komplette Flussbett einnimmt. Es gab sehr guten Hochwasserschutz in den letzten Jahrzehnten, der dort aufgebaut wurde. Also entsprechend glimpflich könnte das alles einigermaßen ablaufen. Die Meldestufe Alarmstufe 2, wie es in Sachsen heißt, die ist bereits jetzt überschritten worden. Dieses Bild von heute früh zeigt, dass hier unter der Brücke noch so ein bisschen Platz ist, aber hier, wie angesprochen, das Wasser drängt hier fast bis in die Stadt rein. Man sieht hier auch so eine Spundwand, die noch aufgebaut wurde. Also hier ist die Lage schon wirklich angespannt, aber alle sind bereit, sich dieser Hochwasserwelle entgegenzustellen. Und jetzt habe ich hier mal genau noch die Hochwasserkurven aufgetragen. Also Alarmstufe 3 steht bevor. Hier sehen Sie den Verlauf der letzten Tage. Das Blaue, Dunkelblaue sind die Messwerte und das Hellere ist dann die Prognose. Und es wird wahrscheinlich heute noch über die rote Linie gehen. Das ist dann die Alarmstufe 3. Also das bedeutet, dass überregional Schienen überschwemmt sein können. Auch Bundesstraßen können in der Nähe der Elbe überschwemmt sein. Und dann in Riesa wird die Alarmstufe 3 erst morgen erreicht. Die Riesa liegt etwas unterhalb von Dresden an der Elbe, aber auch hier wird das Wasser noch weiter steigen und dann wird es erst ganz langsam zurückgehen. Also mehrere Tage noch mit der Alarmstufe 3 wird man da noch einige Zeit zu tun haben. Also das Ganze dauert an. Wie sieht es denn weiter im Süden aus, also etwa am bayerischen Teil der Donau? Also uns hat jetzt die Meldung erreicht, dass die Meldestufe 3 erreicht wurde an der bayerischen Donau. In Bayern heißt es Meldestufe, in Sachsen heißt es Alarmstufe. Das liegt daran, dass Wasserwege und Flüsse Ländersache sind. Also hier hat jedes Land seine eigene Bezeichnung. Und in Passau, da fließen ja 3 Flüsse zusammen, die Donau, die Ilz und der Inn. Und das sehen Sie jetzt hier genau im Vordergrund die Donau. Und dann kommt hier oben am Bildrand die Ilz noch hinzu. Und gerade von der österreichischen Seite, von der Ilz her, dort kommt das größte Hochwasser her. Da kommt das meiste Wasser her. Die Donau selbst ist nicht so ein Problem, aber das Wasser steht jetzt doch auch schon ziemlich nah am Stadtrand. Und auch hier eine Meldestufe, die auch mit Einschränkungen verbunden ist. Hier sehen Sie jetzt die den Pegel der letzten Tage. Das Dunkelblaue sind wieder die Messwerte, die Kurve oben. Und hier ist der Wasserstand in Zentimetern aufgetragen. Und hier habe ich jetzt mal die Variante gewählt, wo so bestimmte Hochwassermarken noch mit drin sind. Also es wird wahrscheinlich unter der 8,50 Meter bleiben, aber ist jetzt schon über der Hochwassermarke von 7,80 Meter. Und hier steht's, da ist dann genau aufgeführt, welche Straßen wann gesperrt werden. Also Passau ist vorbereitet und Sie sehen auch an der Prognose für den Pegel Passau der Donau, dass die Spitze jetzt in den nächsten Stunden erreicht wird. Und dann wird es hier in den nächsten Tagen auch ganz langsam wieder abwärts gehen, sodass wirklich kein so katastrophales Hochwasser hier in den nächsten Tagen zu erwarten ist. Ja, aber Meldestufe 3, das ist auch schon was. Das ist auch schon ordentlich und wir hoffen, dass es nicht massiver wird, denn die Bilder aus Österreich und Polen, Tschechien sind ja wirklich heftig. Danke.